Gesehenen in der Gemeinde, um ihr Einverständnis zu gewinnen, damit meine Arbeit nicht vergeblich war oder gewesen wäre. Okay, again, kind of Paul's story after he's converted, he doesn't really meet with very many church leaders directly after his conversion. Paulus, nachdem er zum Christ wird, trifft er sich nicht mit vielen Kirchenleitern. He's kind of Damascus, and he probably goes out into the desert and back to Damascus, and eventually find him getting picked up back in Tarsus by Barnabas. Er ist in Damaskus, geht raus in die Wüste, kommt dann wahrscheinlich wieder zurück nach Damaskus und irgendwann wird er dann aufgelesen von And he goes on his missionary journey, so he's been doing all this ministry without being connected, very well connected with the original disciples. Genau, und er zieht dann los auf die Missionsreise, erste Missionsreise, ohne wirklich viel Kontakt zu den ursprünglichen Aposteln zu haben. Basically what he argues in Galatians is, Paul says, I received direct revelation from Jesus separately from the apostles. Er sagt hier im Galater, ich habe eigentlich direkt von Jesus die Offenbarung bekommen, unabhängig von den Aposteln. And then many years later, we meet together and we kind of compare notes, as it were. Und dann viele Jahre später sind wir zusammengekommen und haben mal so beredet, wie wir das unterschiedlich sehen. And they find out they are indeed preaching the same gospel, but kind of came to those conclusions separately. Und sie finden raus, sie haben dieselbe Botschaft verkündet, aber sind unabhängig voneinander draufgekommen. Okay, so that gives a lot of authority. Also das gibt einiges an Autorität. Okay. Alright, so he's basically saying, hey, I don't think the Gentiles need to do this, and they kind of agree, the Gentiles don't need to be... Also sagt, ja, die Heidenchristen müssen das nicht machen und die anderen stimmen mir zu, die Heidenchristen müssen das nicht machen. Okay, jumping down to 4, talking about false believers. They wanted to enslave us, to force us to follow their Jewish regulations. Chapter 4, verse 4? Chapter 2, verse 4. Okay. Ja, die Frage der Beschneidung wäre gar nicht erst aufgeworfen worden, hätten nicht einige Leute die sich als Brüder ausgaben, in den Gemeinden eingeschlichen, um uns unsere Freiheit in Christus auszuspionieren. Sie wollten uns zwingen, ihre jüdischen Vorschriften sklavisch zu befolgen. Okay, so that's keyword enslaved. Das Schlüsselwort hier ist sklavisch. That's how Paul views the law being upon the Gentiles. So betrachtet Paulus das Gesetz unter den Heiden. Okay. That's plenty of setup. Alright. Gut, weiter. Let's look at the text a little bit here, a little bit more. Schauen wir ein bisschen mehr an, was der Text so sagt. Alright, I told you, Paul, when he writes a letter, he has a salutation, he has this thanksgiving, and this prayer, and usually lots of love. Ich habe gesagt, wenn der Paulus einen Brief schreibt, dann hat er am Anfang so einen Gruß und viel Liebe, die und die und So we do have this little greeting, this letter's from Paul, blah blah blah. Wir haben diesen kleinen Gruß, der sagt, ich bin der Paulus und So the formal kind of salutation, prayer. Die formale Einleitung und so. Now we should have the prayer of thanksgiving and blessing, it should be next. Und dann sollte als nächstes das Gebet des Dankes und des Segens kommen. You ready for it? Seid ihr bereit dafür? Verse 6. Vers 6. I am shocked that you are turning away so soon from God, who called you to himself through the loving mercy of Christ. You are following a different way that pretends to be the good news, but is not the good news at all. You are being fooled by those who are deliberately twisting the truth concerning Christ. Another version says, who has bewitched you? Ich kann es nicht fassen, dass ihr euch so schnell von Gott abwendet, der euch in seiner Gnade zum ewigen Leben berufen hat, dass er den Menschen durch Christus geschenkt hat. Schon folgt ihr einer anderen fremden Lehre, die euch als gute Botschaft daherkommt und es doch nicht ist. Ihr lasst euch von Leuten täuschen, die Botschaft von Christus verfälschen. Und statt verfälschen steht ja auch, kann man auch verzaubern, verhexen fast schon sagen. Not a happy apostle. Kein fröhlicher Apostel. So pay attention when you read, you can see tone. Sometimes you can understand the tone of the author.
Und wenn man so Sachen versteht, dann kann man manchmal den Tonfall des Autoren auf. When you get good at it, you can ask, what is the author not including? Und dann könnt ihr merken, was will der Autor eigentlich nicht. He's not including the prayer of thanksgiving, and his tone is obviously very not happy. Beinhaltet kein Gebet des kein Dankesgebet und sein Tonfall ist nicht glücklich. Alright, so Paul makes an argument here. Und Paulus macht einen Punkt hier. And Paul is basically going to be arguing why the Gentiles should not be following the law. Und will hauptsächlich darauf raus, warum die Juden nicht dem Gesetz folgen, die Heiden nicht dem Gesetz folgen sollen müssen. And so Paul uses himself as an example. Und nutzt sich selbst als Beispiel. And again here, kind of because of this, we get a little bit more of his personal history. Und deswegen kriegen wir ein bisschen mehr persönliche Geschichte von ihm. And Paul's establishing his authority in this matter. Und nebenbei sagt er auch noch, was ihm die Autorität gibt. He says, I was a true Jew, highly skilled in the law and persecuting the church. Ihr wisst doch sicher, wie ich als strenggläubiger Jude war. Wie fanatisch ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. If there was somebody who was skilled against the gospel of Christ, it would have been Paul. Wenn es jemanden gab, der fähig war gegen das Evangelium Christi, dann war es Paulus. But after his encounter with Jesus, Aber nach seiner Begegnung mit Jesus he didn't learn the message of the gospel from other apostles. hat die Nachricht des Evangeliums von anderen Aposteln gelernt. Instead, he went away, like I said, into Arabia, into the desert for 3 years. Und ist nach Arabien gegangen und da in die Wüste für ein paar Jahre. He only visited Peter for a couple of weeks in Jerusalem. Hat den Petrus für ein paar Tage in Jerusalem besucht. It was not until 14 years later that he met the apostles in Jerusalem. Und es hat erst 14 Jahre später war er in Jerusalem. But Paul's whole point here Und sein ganzer Punkt hier is Paul, was a skilled Pharisee and could argue the law and was persecuting the church. Er sagt, ich, Paulus, war geiler Pharisäer. Ich hätte das Evangelium super widerlegen können. So if there's somebody that could argue against it again, it's Paul. Also wenn jemand da was argumentieren kann, dann bin ich das auch. Paul saying, I had a personal, miraculous encounter with Jesus. Und er sagt, er hatte eine persönliche, wundersame Begegnung mit Jesus. And received personal revelation. Und hat die persönliche Offenbarung gehabt. Not taught by the other apostles, but merely confirmed by the other apostles. Nicht durch die anderen Apostel gelehrt, sondern nur von ihnen bestätigt. And the apostles heard of Paul's stories, and his theology of the apostles were in accord. Und als die anderen Apostel ihn gehört haben, und seine Theologie gehört haben, haben sie ihm zugestimmt. And there he says, kind of 2:7, basically the decision was that Paul had been called to the Gentiles. 2 Vers 7 steht, im Gegenteil, sie sahen, dass mir die Aufgabe übertragen hatte, die anderen Völker die Botschaft von Jesus zu verkündigen. And Peter and the other apostles were called to the Jews. Und Petrus und die anderen Juden zu den Juden. Simply put, same gospel, 2 different people groups. Er sagt, es ist dasselbe Evangelium, 2 unterschiedliche Menschengruppen. So, the Jews, the apostles, are going to the Jews, but they're preaching the exact same message as Paul is preaching to the Gentiles. Also die Apostel predigen dieselbe Botschaft an die Juden, die auch Paulus an die Heiden bringt. So if somebody comes in and says, oh, I'm from the church of Jerusalem and you need to be circumcised, Paul's saying, nope, that's not what's been agreed upon. Also wenn jetzt jemand aus Jerusalem kommt und sagt, ihr müsst euch eigentlich beschneiden lassen, dann kann ich sagen, nee, so hat man das nicht abgesprochen. Okay, so we've dealt with the community aspect implications of this. Also wir haben mit dem Gemeinschaftsteil davon den behandelt. But the real question in the book, the real answer, the theological question is, how is one saved or justified?
Aber also hier ist so, das ist die Lösung des grundlegenden Problems, aber er geht tiefer und sagt dann noch, wie wird jemand überhaupt errettet? Is it through acting righteously, through the law, or is it by the promise of a covenant? Durch das dem Folgen des Gesetzes oder dadurch, dass er gerecht verhält. What the Jewish teachers are saying is you need to follow the law in addition to believing to Jesus to be saved. Und die jüdischen Lehrer sagen, na, du musst schon zusätzlich dazu, dass du an Jesus glaubst, musst du dich auch ans Gesetz halten. Again, before this we have the Jews, we have the converts, and we have the God-fearers. Davor haben wir die Juden, die Konvertierten und die Gottesfürchtigen. And the different standards they had. Und die unterschiedlichen Standards, die sie haben. And now we're adding this gospel into the mix. Und jetzt fügen wir das Evangelium, schmeißt man damit rein. So what Paul is arguing in Galatians in all his letters is that it's only by grace through faith that anyone is saved. Und jetzt sagt der Paulus, es ist nur durch die Gnade und den Glauben, dass irgendjemand überhaupt gerettet wird. How are you saved? Wie wirst du gerettet? It's actually a question for you all. How are you Das ist saved? jetzt die Frage an euch. Wie wirst du gerettet? What actually makes you, quote unquote, saved? Was macht dich, was rettet dich? Grace of God. Grace of God. Die Gnade Gottes. What does that mean? Was heißt das? Yeah, sacrifice. Das Opfer. Means that I have no control over whether or not I get it. Das heißt, ich habe keine Kontrolle darüber, ob ich es bekomme oder nicht, nichts, das ich tun kann. Oder, ja. Is that overrule free will? Or can you not reject the grace of God? You can reject it, but you can't do anything to receive it. Like, you can't do anything to make yourself a better recipient, if that makes sense. Also nicht, dass du kannst es zurückweisen, aber du kannst nichts That's not the tun, right way to um dich say dem it. zum besseren machen. There's no wrong answer. This is just wrestling right now. All right. So yes. All right. So we just want to dive into really what that means. Bringen wir da doch mal rein. Okay. But we'll get there. So Paul, to make his point that it's by faith. Remember yesterday we talked about the importance of faith. Und gestern haben wir ja darüber geredet, wie wichtig der Glaube ist. Again, he's got to fight the Jews who think you have to do all the law. Und er kämpft mit den Juden, die sagen, ihr müsst das Gesetz befolgen. Paul really has to shift their worldview to understand this by grace. Und der Paulus muss wirklich da jetzt alles, deren Weltanschauung verändern, damit sie merken, dass das durch die Gnade kommt. Now that grace requires faith, Und dass die Gnade Glauben braucht. but it's by faith that you're saved, not by works. Und deswegen wirst du durch den Glauben gerettet und nicht durch deine Werke. Okay? And so Paul starts an argument, chapter 2, verse 11. Und in Kapitel 2, Vers 11 fängt er den Punkt an. Somebody want to read it? Chapter 2, 11 through 14. Bis 14 will es jemand vorlesen. But when Peter came to Antioch, I had to oppose him to his face, for what he did was very wrong. When he first arrived, he ate with the Gentile believers who were not circumcised. But afterwards, when some friends of James came, Peter wouldn't eat with the Gentiles anymore. He was afraid of criticism from these people who insisted on the necessity of circumcision. As a result, other Jewish believers followed Peter's hypocrisy, and even Barnabas was led astray by their hypocrisy. When I saw they were not following the truth of the gospel message, I said to Peter in front of all the others, since you, a Jew by birth, have discarded the Jewish laws and are living like a Gentile, why are you now trying to make these Gentiles follow Jewish traditions? Will jemand das Deutsch vorlesen, machen muss ich. Ja, das nicht gelesen? Okay, they read with it. Okay, cool. So basically he says, hey, look at Peter, look at these other guys, they've kind of wavered back and forth. Also diese haben gesagt, ja, der Petrus ist hier hin und her gewackelt. They're having trouble keeping the law, then keeping the law, then not keeping the law, they can't make up their mind. Und manche haben Probleme, soll ich das Gesetz, mich ans Gesetz halten oder einfach
nicht oder wie, he oder hot. It's basically saying, if you, a Jew, live like a Gentile, not like a Jew, how then can you force the Gentiles to live like Jews? Wenn du als Jude dich, und dann sagt er eben, wenn du als gebürtiger Jude die jüdischen Gesetze hinter dir lässt, wie ein Nicht-Jude lebst, warum verlangst du dann von den Nicht-Juden, dass sie die jüdischen Gesetze zu befolgen haben? The point is, the Jewish believers in the Jewish history, they couldn't even keep the law. Der Punkt ist ja, dass selbst die Juden nicht das Gesetz halten konnten. In the Old Testament, they failed completely, utterly, disastrously failed at keeping the law. Im Alten Testament haben wir gesehen, wie sie komplett auf allen Ebenen versagt haben, das Gesetz zu halten. Okay? Somebody told me there was a rabbi that joked about Paul and Peter. Jemand hat mir mal erzählt, dass es einen Rabbi gab, der über Paulus und Petrus Witze gemacht hat. And the rabbi called Paul one of the greatest salesmen at the time. Und der Rabbi hat dann gesagt, dass der Paulus der beste Verkäufer zu der Zeit war. Most of the apostles were going around saying, you know, follow Jesus, be Jewish, don't eat bacon, be circumcised, be saved. Die meisten Leute zu der Zeit laufen rum und sagen, folge Jesus, sei beschnitten, iss kein Speck und ja, sei jüdisch, praktisch jüdisch. Then a few Gentiles come in, but they're not getting anywhere. Und dann kommen noch ein paar Heiden dazu und die kommen aber nicht so ganz weit. Then Paul's the better salesman, he's coming in, making a better offer. Und dann kommt der Paulus und macht ihnen ein besseres Angebot. Believe in Jesus, don't be circumcised and eat your bacon. Glaub an Jesus, isst dein Speck und sei unbeschnitten. Paul has a much more compelling sales pitch. Also da hat er einen viel besseren Verkaufsangebot. Okay? And so this is what Paul's argument kind of is. Und das ist so ungefähr der Punkt von Paulus. Galatians 2:15. Vers 15. You and I are Jews by birth, not sinners like the Gentiles. Du und ich, wir sind Juden von Geburt, keine gottlosen Menschen wie die anderen Völker. Wie die aus den anderen Völkern. Yet we know that a person is made right with God by faith in Jesus Christ, not by obeying the law. And we have believed in Christ Jesus that we might be made right with God because of our faith in Christ, not because we have obeyed the law. For no one will ever be made right with God by obeying the law. Und doch wissen wir, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind zum Glauben an ihn gekommen, damit wir durch diesen Glauben von Gott angenommen werden. Nicht etwa, weil wir an dem Gesetz, weil wir dem Gesetz gehorcht haben. This is Paul's thesis statement for the whole letter. Das ist sein Hauptpunkt, das Zentrum des Briefes. Alright, he goes on, he makes the first argument. Und dann geht er weiter, bringt er den ersten Punkt dazu. If you are crucified with Christ, you are no longer under the law. Wenn du mit Christus gekreuzigt wurdest, bist du nicht mehr unter dem Gesetz. Okay, and if you're crucified with Christ, you're also resurrected with Christ. Und wenn du mit ihm gekreuzigt wurdest, dann bist du mit ihm auch aufgestanden. Alright, the point is, can a dead man break a law? Die Frage ist, kann ein Toter das Gesetz brechen? Can a dead man steal something? Kann ein Toter was stehlen? Can a dead man speed? Kann er zu schnell fahren? Can a dead man pay his taxes? Kann ein Toter seine Steuern bezahlen? He is not under any law. Er steht unter keinem Gesetz mehr. Is a dead man married? Ist ein Toter verheiratet? No. Nein. Okay. Marriage vows. I just took some February. Eheversprechen habe ich gerade erst eins geleistet im Februar. And the vows are absolute. Und dieses Eheversprechen ist absolut. At least it's supposed to be. Sollte es zumindest sein. But within it says, until death do us part. Und dann heißt es am Ende, bis der Tod uns scheidet. If I or my wife dies, Also, wenn meine Frau stirbt, God forbid my wife dies, I'm no longer married. hoffentlich wird sie es nicht, lange noch nicht tun, aber wenn sie dann stirbt, dann bin ich nicht mehr verheiratet. I'm no longer bound in matrimony. Dann stehe ich nicht mehr in der Ehe. Sense?
Okay? It's that thought, but that's just how the law works. So funktioniert das Gesetz. Okay, so if you've been killed with Christ, been crucified with Christ, you're dead. You are no longer underneath any law. Und wenn du jetzt mit Christus gekreuzigt wurdest, dann stehst du nicht mehr unter irgendeinem Gesetz. Okay, but what Paul's going to argue is, but then if you died with Christ in faith, you were raised with Christ in faith. Und wenn du jetzt mit Christus aber gestorben bist, sagt er weiter, dann bist du halt auch mit ihm wieder auferstanden. So you've died to that law and reborn anew. Und du bist jetzt dem Gesetz gestorben und neu geboren. Okay? So he's basically saying you've got a way out of the law. Und er sagt, ja, du hast jetzt einen Weg aus dem Gesetz raus. You're no longer accountable to the law. Du stehst nicht mehr unter dem Gesetz. Okay. About break time. Okay, so hold that thought and we'll go to coffee break. I'm seeing glazed over eyes, so. Mach mal da nach der Kaffeepause weiter. Alright. Cool. See you soon. I wonder, do you know the situation with